Hallo, ich würde euch gerne eine kurze Zusammenfassung der Geschichte der asiatischen Tischmalerei geben. Die asiatische Tischmalerei ist eine vom Zen-Buddhismus inspirierte Kunst der kraftvollen Pinselführung. Die asiatische Tischmalerei hat ihren Ursprung in China. Dort gibt es eine lange Maltradition, die bis in die Zeit um 1500 vor Christus zurückreicht. Die typische, meist schwarz-weiß gehaltene Tischmalerei entstand im 6. Jahrhundert aus der Kalligraphie. Die Form der Pinsel ist daher auch gleich wie bei Kalligrafiepinseln. Über Korea gelangte die chinesische Tischmalerei schließlich etwa im 14. Jahrhundert durch buddhistische Mönche nach Japan. Chinesische, koreanische und japanische Tischmalerei unterscheiden sich daher nur minimal. Das grundlegende Prinzip ist bei allen gleich. Es kommt nicht auf eine naturrealistische Darstellung, sondern auf die Herausarbeitung des Wesens des Dargestellten an. Die asiatische Tischmalerei kann thematisch in die 3 Bereiche Landschaft, Pflanzen, Tiere sowie in die 2 Stilrichtungen Filigranstil und freier expressiver Stil unterteilt werden. Beim Filigranstil malt man zuerst die Umrisskonturen mit dünnen, dunklen Linien. Dann trägt man in die Flächen Schicht für Schicht hauchdünne Farbe auf. Durch die dünn aufgetragenen Farbschichten wird eine besondere Tiefenwirkung erzielt. Bilder im Filigranstil sind meist sehr dekorativ. Deshalb wurde diese Maltechnik meist von Hofmalern angewandt, um die asiatischen Kaiserhäuser prunkvoll auszustatten. Das Gegenstück zum Filigranstil ist der freie expressive Stil. Ich selbst male meist in diesem Stil und alle bisherigen Videos auf meinem Kanal zeigen Bilder dieses Stils. Das Ziel dieser Malweise ist nicht die Abbildung der realen Welt, sondern die Wiedergabe der Wahrnehmung des Malers und wie er sie zum Ausdruck bringt. Man könnte dies ein wenig mit dem westlichen Expressionismus vergleichen. Der Maler versucht, das Wesentliche eines Gegenstandes, Menschen, Tieres oder einer Landschaft in verdichteter Form zusammen mit den seelischen Vorgängen in ihm darzustellen. Daher spielt die Andeutung eine wichtige Rolle. Andeutung und Vereinfachung rufen in einem Bild die Wirklichkeit hervor. Als Beispiel seht ihr hier ein Bild des koreanischen Malers Byun Shiji. Das Bild ist eigentlich fast komplett weiß, beziehungsweise es besteht im Grunde aus leeren Flächen. Die einzigen Andeutungen, welche Informationen über die Landschaft geben, sind nur ganz wenige Farbflächen. Einmal dieser Felsen hier, der in sehr kontrastreichem Schwarz gehalten ist. Und dieses kleine Boot, welches man hier oben sieht. Der Felsen wurde mit wenigen kräftigen Strichen gemalt, wodurch die grobe Oberfläche der Felsen gut herüberkommt. Es gibt keine Grenze zwischen den Felsen und dem Wasser. Es gibt auch gar keine Horizontlinie oder weitere Beschreibungen der Umwelt. Allein durch die akzentuierte Darstellung des Bootes, des Anglers an Land und des Hauses mit dem Baum bekommt man die Information, dass sich die Insel oder Landzunge in einem See oder im Meer befindet und wo in etwa der Horizont liegen müsste. Mit dem schief liegenden Boot, dem nach vorn gelehnten Angler und der zerzausten Krone des Baumes wollte der Maler vermutlich
das stürmische Wetter an der Küste darstellen. So hat der Maler das Wesentliche der Landschaft in verdichteter Form dargestellt, ohne allzu konkret zu werden. Ich hoffe, dass euch diese kleine Zusammenfassung die asiatische Tischmalerei ein wenig näher bringt. Vielen Dank fürs Zuschauen.